Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comaik. Aktuell baue ich an meinem Pool, an meiner Gartenküche. Ich habe verschiedene Wege angelegt und hier ganz neu ein Gartenhaus. Das soll an diese Stelle kommen. Aus diesem Gartenhaus soll später ein Vogel- bzw. Kleintierhaus werden. Dort sollen Meerschweine, Hasen, Kanarienvögel, Nymphensittige und was auch immer unterkommen. Das Ganze wird ergänzt mit einer Voliere, die bis hier vorne an diesen Weg geht. Beim Bau dieses Gartenhauses und der Voliere dazu nehme ich euch mit und freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Gleich geht's los mit dem ersten Teil. Viel Spaß dabei! Dieser Bereich hier war bis vor kurzem noch ein Hang. Ich habe mit Gabionen das Ganze angefüllt, zum Teil bis auf 2 Meter Höhe. In diesem Bereich soll nun das neue Gartenhaus gebaut werden. Den Untergrund habe ich ausgeschachtet und bereits für die Bodenplatte die seitlichen Wände gezogen. In Kürze wird die große Betonpumpe kommen und hier ein Betonfundament hineingießen. Das Ganze soll mit Stahlbewehrung versteift werden. In der Mitte seht ihr hier bereits ein Leerrohr, das später Stromkabel und dergleichen in dieses Haus bringen soll. Denn neben Licht benötigen die Tiere im Winter auch eine Wärmelampe. Die Verteilung der Elektrik habe ich über meine Bewässerungsboxen gelöst. Ich habe hier die Leerrohre, aber auch Wasserverbindungen für meine Rasenbewässerung, Hochbeetbewässerung und auch für den Pool und Außenwassersteckdosen. Hier habe ich eine, dort hinten seht ihr die nächste und auch hier um die Ecke gibt es einen Zufluss direkt zum Gartenhaus. Beim Gartenhaus handelt es sich um ein Fertigteilhaus, ein Bohlenhaus, um genau zu sein. Dieses Haus hat eine Seitenlänge von 3 x 3 Metern und ein Flachdach. Fenster und Türen ergänzen das Ganze und lassen genügend Licht für die Tiere in das Haus hinein. Die Palette ist bereits geliefert worden. Wie ihr seht, sehr überschaubar. Ziemlich groß ist diese nämlich nicht. Die beiden Fundamente wurden vor einigen Tagen eingebracht. Auch das Fundament für die Gartenküche ist nun fertig. Ich habe das Ganze mit einer Folie abgedeckt, damit mir der Beton nicht zu schnell austrocknet. Der Beton wird sicherlich noch einige Wochen brauchen, um vollständig auszuhärten und auszutrocknen. Aber bereits heute werde ich damit beginnen, das Gartenhaus aufzubauen. Die Folie ist vom Fundamentboden entfernt worden und ich habe die Oberfläche einmal kräftig abgekehrt. Auch meine Werkzeuge habe ich bereits bereitgelegt. Vom Aufbau ist nicht viel nötig, wie die Anleitung hergibt. Eine Leiter, eine Wasserwaage, Zollstock, Hammer, Akkuschrauber, verschiedene Bits und eine gute Säge darf natürlich auch nicht fehlen. Um den Untergrund, die unteren Hölzer vor Feuchtigkeit aus dem unteren Bereich, also vom Boden her zu schützen, werde ich ein Reparaturband, dieses Teerband, ankleben. Das habe ich bereits bei meiner anderen Gartenhütte gemacht und muss sagen, damit bin ich sehr zufrieden. Das Holz hält seit über 10 Jahren, ohne dass dort Feuchtigkeitsschäden vorgekommen sind. Nun geht es ans Auspacken des großen Paketes. Mal schauen, wie es da drin aussieht. Das Paket ist relativ gut verpackt. Allerdings sehe ich schon einige Schäden, Risse an den Hölzern. Die Qualität habe ich mir besser vorgestellt. Aber gut, es ist ein Naturprodukt, da kommt sowas vor. Neben einem Garantieschein war ein Paket dabei gewesen mit einer Bauanleitung, dem Material, Dacheindichtung und jeder Menge Schrauben und Winkel. Ich habe den Inhalt des Pakets hier auf der Fläche verteilt, um effektiver das Gartenhaus aufbauen zu können. Ihr seht, es sind die verschiedensten Bretter in den verschiedensten Stärken, in den verschiedensten Längen. Beim Aufbau muss ich akribisch darauf achten, die Bretter nicht zu vertauschen und gegebenenfalls etwas Falsches einzubauen.
Die Türen sind bereits vorgefertigt, ebenso die verglasten Seitenwände. Nach einem guten Tag Arbeit steht die Gartenhütte. An den Seiten muss ich noch die Leisten anbringen, die diese Schrauben verdecken werden. Die Türen sind eingebaut und mein Kind hat im Inneren schon den Hasenkäfig, Meerschweinkäfig und die Vogelwelt eingerichtet. Beim Dach musste ich etwas nachhelfen, denn dieses besteht im Original nur aus dieser Pressspanplatte. Sobald die aber feucht wird, geht sie auf, sie quellt. Das ist für mich keine Qualität. Aus diesem Grunde habe ich oben auf diese Pressspanplatte zusätzlich noch USB-Platten aufgebracht. Diese USB-Platten vergeben diesem Dach erstmal eine gewisse Stabilität. Also ich kann jetzt mittlerweile da oben drauf rumlaufen, was vorneweg absolut ausgeschlossen war. Im ursprünglichen Plan kommt hier eine ganz normale Dachpappe drauf, mit der Empfehlung, das Ganze mit einer selbstverschweißenden, mit einer selbstklebenden Dachfolie abzudichten. Die seitlichen Ortsbleche und ähnliches ist im Original als Holzausführung vorgesehen. Das werde ich so nicht umsetzen, denn das Ganze soll schon etwas länger halten und dieses Fichtenholz würde im Dachbereich permanent der Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Ich glaube nicht, dass das allzu lange hält. Die Bleche habe ich bereits gekauft, die liegen schon vor. Dieses Blech kommt an die untere Seite, da ist die Tropfrinne für die Wasserkante, also wenn das Regenwasser dann in die Regenrinne ablaufen soll. Und an den Seiten sieht das Ganze dann so aus. Die Regenrinne muss natürlich vorab unter diesem Blech befestigt werden. Ich habe hier ein simples System, relativ kostengünstig, aber wirklich absolut von der Qualität her bisher überzeugend gekauft. Die Regenrinne wird über diese Halterung direkt an ein Holz angeschraubt. In meinem Fall funktioniert das allerdings nicht, da mein Dach ja übersteht. Ich habe daher zusätzlich mir diese Winkel aus dem Baumarkt geholt. Diese Winkel werde ich auf das Dach aufbringen und dann kann ich diese Halterung in der Höhe variieren, denn ich habe ja hier diesen Lochkranz, diesen größeren. Und das Ganze schaut dann praktisch so aus, wie hier. Und das bedeutet, also so rum wäre das dann richtig, so rum auf das Dach. Ich werde jetzt zunächst die Winkel alle zusammenbauen mit diesen Eisen hier, werde die schon mal auf dem Dach befestigen, ungefähr ausrichten und dann kann ich das Traufblech zusätzlich einbringen und ausrichten, damit es genau später in die Regenrinne hineinläuft. Sobald das passiert ist, kann ich dann links und rechts mit den seitlichen Traufblechen das Ganze immer weiter nach oben her aufbauen, bevor dann die Frontblende zum Schluss kommt. Insgesamt sind dann alle Seiten vor Regenwasser geschützt. Das Wasser fließt nach hinten hin ab. Und dann kann ich, nachdem die Bleche alle montiert sind, in die Mitte eine richtige Schweißbahn einkleben. Ich habe mich, wie schon so oft, für eine beschieferte, gewebeverstärkte Schweißbahn entschieden. Die kostet zwar etwas mehr, aber die Qualität gibt es wirklich her.
Ich habe die Rinnenhalter im Abstand von 50 cm zueinander angebracht. An den äußeren Enden sind es jeweils 10 cm zur Kante. Nun kann ich das Rinnenblech bzw. das Traufblech einlegen und in der Tiefe variieren. Hierzu werde ich provisorisch die Regenrinne bereits einlegen. Und dann habe ich meinen Winkel, meinen Ansatz, wo ich sehe, dass das Wasser, was jetzt hier abläuft, schön in die Rinne hineinlaufen kann. Das kann ich hier variieren und dann wird das Blech einfach mit Spenglerschrauben in die USB-Platte verschraubt. Die Traufbleche sind natürlich nicht lang genug, um die Dachfläche in einer Länge abzudecken. Aus diesem Grunde habe ich zwei. Durch die Kante, die ja hier vorne am Blech dran ist, die Abtropfkante, kann ich die beiden Bleche nicht direkt ineinander schieben, weil dann hier eine Wulst entstehen würde. Aus diesem Grund habe ich dieses zweite Blech gekürzt, dass ich einen Überstand von guten 10-15 cm habe. Und hier unten habe ich dann mit der Flex einfach das Ganze abgeschnitten. Geht natürlich auch mit einer guten Blechschere. Dieses Teil schiebe ich nun unter das andere Blech und ihr seht, das greift jetzt hier schön ineinander, kann hier oben wieder verschraubt werden und ist dicht. Ich habe die Traufbleche reihum auf dem Dach angebracht. Das Ganze überlappt sich jeweils von oben nach unten, damit das Wasser problemlos ablaufen kann, ohne irgendwo auf das Dach, auf das Holz zu laufen. Da die Bleche nicht lang genug waren, habe ich sie teilweise mit der Flex eingekürzt und ineinander geschoben oder wie hier einfach mit der Zange zusammengebogen und ineinander geschoben. Ob das wirklich schöner aussieht, weiß ich nicht. Für meine Zwecke ist es ausreichend. Ich weiß aber, ein Klempner würde das deutlich schöner hinbekommen. Ich werde nun die Bahnen zurechtschneiden und zwar überlappend von der Kante hier bis zu der Kante auf der anderen Seite und dann die Schweißbahn ebenfalls von unten nach oben Stück für Stück auf dieses Dach aufschweißen. Und dann sollte das Ganze dicht sein. Bevor ich die Schweißbahn auf den Unterboden aufschweiße mit dem Brenner, habe ich sie mir ausgelegt. Ich habe den Winkel, die Flucht am Traufblech bündig gemacht und auch die Überstände links und rechts vermittelt. Das Ganze wird jetzt zur Seite wieder etwas aufgerollt und zunächst auf der einen Seite dann mit dem Brenner erhitzt, ausgerollt, verklebt und anschließend rolle ich mir die andere Seite zurück und tue die ebenfalls Stück für Stück aufschweißen. Sobald das passiert ist, kommt die zweite Lage, die sich dann, wie man hier sehen kann, um ungefähr 10 cm mit der ersten Lage überlappt. Das Wasser kann dann immer nach unten ablaufen, ohne dass das Risiko besteht, dass hier Wasser unter die Lage in Richtung Holz fließt. Ich habe das Dach der Gartenlaube nun fertig. Die seitlichen Bleche, die Traufbleche sind angeschraubt und überlappt und hier oben habe ich überall die Schweißbahn aufgebracht. Unten war es die gesamte Bahn und dann wird im Versatz das einfach weitergemacht. Hier oben habe ich dann die Reste zusammengestückelt. An einigen Stellen kam dann der Teer dann durch, weil ich zu lange mit der Flamme drauf war. Aber das macht nichts. Das ist ein Dach. Hier oben hat keiner was zu suchen und wichtig ist es, dass es dicht ist.
und davon gehe ich aus. Nun werde ich mich um die Regenrinne kümmern, denn die muss hier hinten ausgerichtet bzw. zunächst einmal fertig montiert werden. Auch das Innenleben und natürlich der Außenbereich der Voliere, der dann sich hier erschließen soll, kommt in den nächsten Tagen zum Einsatz. Ihr seht, einige Balken, einige Fundamente habe ich bereits gesetzt. Doch das zeige ich euch im nächsten Video. Wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal und ihr bekommt automatisch eine Erinnerung, sobald ein neues Video von mir online gegangen ist. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt den Like-Button, das unterstützt meinen Kanal, würde ich mich riesig drüber freuen und werft doch auch mal einen Blick in die Beschreibung und die Links, die ich euch dort reinsetze. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, Fragen und Kommentare wie immer gerne unter dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao!